Welches geistige Erbe wollen wir unseren Kindern hinterlassen? Hallo und herzlich willkommen. Kannst du dich noch daran erinnern, als du klein, sprich ein Kind warst? Und wenn du an deine Kindheit denkst, geht es dir dann auch manchmal so, dass du gewisse Momente, die dir damals widerfahren sind, du dir heute gefühlsmäßig noch genauso herholen kannst, als wäre es gestern passiert? Beispielsweise Situationen, wo du dich unverstanden oder aus Sicht der kindlichen Brille dich benachteiligt gefühlt hast, enttäuscht wurdest und vielleicht kein Gehör gefunden hast. Spürst du, wie tief gewisse Kerben aus der Kindheit immer noch latent in dir verankert sind? Wie affektfrisch sich diese gefühlsmäßig in manchen Situationen aktualisieren können? Was macht das heute als Erwachsener mit dir? Und jetzt im Gegenzug, wenn du selbst vielleicht Elternteil, Oma, Opa, Lehrkraft etc. bist und dir junge Menschen anvertraut sind, wie viel von dem, was du dir als Kind ersehnt hättest, bist du selbst heute in der Lage, einem Kind entgegenzubringen? Wie viel Zeit wendest du im Alltag auf, um Kindern Gehör zu schenken, dich ehrlich mit ihren Bedürfnissen, mit ihren Sorgen, Ängsten etc. auseinanderzusetzen? Sie darin zu bestärken, dass sie in dem Wissen sind, dass sie Halt und Orientierung finden, wenn es darauf ankommt. Ganz ehrlich, wie oft bewertet und urteilt man vorschnell gewisse Verhaltensweisen, ohne sich bewusst damit auseinandergesetzt bzw. hinterfragt zu haben, was ein Kind beispielsweise zu gewissen Handlungen veranlasst hat. Wie oft geht man denn tatsächlich wahren Ursachen auf den Grund? Worauf ich hinaus will: Genau diese mangelnde Sympathie und Empathie für unsere Kinder und Jugendlichen sowie das oft fehlende Verständnis sind es, die im Empfindungsbereich unserer Nachkommen massive Kerben hinterlassen können und in weiterer Folge Unsicherheiten, Selbstzweifel, Ängste etc. verursachen können. Ein Kleinkind orientiert sich am Umfeld, von welchem es umgeben ist. Und gerade in den ersten Lebensjahren versucht es sich auf diesem Weg eine gewisse Sicherheit einzuverleiben, um dann in entsprechenden Entwicklungsphasen und Herausforderungen Halt zu finden und somit nicht der Angst zu erliegen. Es ist in einer Zeitqualität wie dieser wichtiger denn je, dass Menschen, die prägend wirken, Kindern mit Verständnis begegnen und sie bestärken, damit sie von klein auf eine innere Stabilität und Vertrauen in sich selbst und in weiterer Folge in das Leben aufbauen können. Deshalb möchte ich mit dieser Videobotschaft speziell an all jene appellieren, die Verantwortungsträger für die junge Generation sind, sprich an alle Eltern, Großeltern, Lehrer, Erzieher, an die Politik und nicht zu vergessen an unsere Medien. Denn wenn auch so manchen in der Kindheit die Träume und Wünsche abgesprochen wurden oder verwehrt geblieben sind, sollte man gerade dann die Empathie oder zumindest Verständnis und Sympathie für unsere junge Generation aufbringen können. Viele haben schließlich selbst erlebt, was das Nichtverständnis, die Nichtakzeptanz in einen ausgelöst hat, und man müsste demzufolge bestmöglich selbst nachvollziehen können, wie es unseren Kindern und Jugendlichen in der heutigen Zeit geht. Immer wieder ist man geneigt, nur zu bewerten, zu kritisieren und zu verurteilen. Und mich persönlich stimmt es sehr traurig, wenn ich im Alltag oft die Erwachsenen, also die sogenannten Vorbilder, im Umgang mit Kindern und Jugendlichen wahrnehme. Und oftmals vernehme ich den Satz: bei uns hätte es das nicht gegeben. Warum geht man an dieser Stelle nicht einmal selbst her und stellt sich die Kardinalfrage, weshalb man wie reagiert und wovor man die Augen verschließt? Oder warum man die junge Generation nicht verstehen will oder kann?
Warum werden immer wieder dieselben Fehler gemacht und das weitergegeben, was einem selbst widerfahren ist, obwohl man dies früher auch zutiefst abgelehnt hat? Da drängt sich für mich die Frage auf, lernt denn keiner etwas aus der Vergangenheit und aus dem Erlebten? Das vorherrschende Gedankengut fängt immer mehr an zu gären und in weiterer Folge zu polarisieren. Wer ein kritisches Unterscheidungsvermögen besitzt bzw. einen objektiven Blick für die Zukunft hat, der wird feststellen bzw. zu dem Schluss kommen, dass die Bewusstseinsfrequenzen, welche der Zeitgeist hervorbringt, äußerst bedenklich sind. Und es ist nicht nur sehr egoistisch, sich derart über die nächste Generation hinwegzusetzen. Die Beweggründe, die sind äußerst fraglich. Denn um es auf den Punkt zu bringen, wenn man es genau nimmt, wird unseren Kindern das Kindsein genommen und die Jugendlichen können sich in der vorherrschenden Zeitqualität nicht einmal mehr normal beschnuppern. Denn Auflagen und Beschränkungen mit einhergehenden Strafen stehen drohend wie ein Damoklesschwert im Raum. Und gerade in dieser Hinsicht verhalten sich auch unsere sogenannten Mainstream-Medien scheinbar geistesabwesend, wenn nicht sogar lebensblind. Denn auch sie sind es, die sich in allen Punkten mitverantwortlich machen, ohne die damit verbundenen Konsequenzen und Kollateralschäden zu bedenken, welche auf sich gesehen das Leben unserer Kinder massiv belasten werden. Gerade ein junger Mensch, der braucht einen glaubhaften Haltegriff. Er braucht Motivation, um zu erkennen, warum es sich lohnt zu lernen und gesunde Visionen zu entwickeln. Mit den derzeitigen Vorgaben, welche gerade geschaffen werden, nimmt man ihnen alles. Und wie soll sich unter diesen Umständen ein junger Mensch gesund entwickeln können? Wir dürfen eines nicht vergessen: Die Jungen von heute sind die Erwachsenen von morgen und jeder einzelne von uns ist entweder Baumeister oder Zerstörer deren Zukunft. Deshalb ist es jetzt wichtig, sich seiner Verantwortung bewusst zu werden und diese auch wahrzunehmen. Wir haben es selbst in der Hand, welches geistige Erbe wir unseren nachkommenden Generationen hinterlassen wollen. Daher gilt es jetzt im Kollektiv aufzuwachen. Werde auch du ein Psywalker und ein Architekt einer guten Zukunft. Hier geht es nicht darum, wer der Bessere ist, sondern sich miteinander für etwas einzusetzen. Die Gründe, sprich die Ursachen vorherrschender Ungerechtigkeiten erkennen und zu realisieren und die Dinge dann richtig zu kanalisieren, das heißt die ursächlichen Faktoren im Kleinen wie im Großen zu begradigen. In diesem Sinne, folge Stormy und abonniere unseren Kanal.